Lange mussten Rennspielfans still vor sich hinleiden. Jahr für Jahr wurden unfertige Spiele veröffentlicht, die natürlich keinen neuen Content brauchten. Wer braucht schon Abwechslung? Games voller Bugs und Serverfehler, voller recyceltem Content oder auch gar keinem Content, all das war des Gamers täglich Brot. Doch das endet mit dem nächsten Spielekracher. Der vielversprechende Start. Es ist der 5. September 2024. Ein Tag, der in die Geschichte eingehen wird. Ein neues Rennspiel öffnet seine digitalen Tore. Test Drive Unlimited Solar Crown startet den Frühzugang für die glücklichen Besitzer der Gold Edition. Und was für ein Start das war. Im Stil der ganz Großen lieferte Test Drive von Anfang an ab. What the fuck is this piece of shit? Die Server waren stabil und Fehlermeldung? Fehlanzeige. Aber das absolute Highlight war das Intro. Eine super weltoffene Sprecherin begrüßte uns. Nicht in einer, sondern direkt in 2 Sprachen. Mach weiter so. Dann wird dich beim Solar Crown bald jeder kennen. Beim Solar Crown kennt mich jeder. Oh, guck mal, die spricht Englisch. Während ich auf dem Weg ins Büro bin... Kurz Nationalität wieder gewechselt. Schließlich sollte ja jeder sofort merken, wie international und progressiv dieses Spiel ist. Das perfekte Tutorial und die Entwicklerkommunikation. Das Tutorial? Eine absolute Meisterleistung. Es verlief so glatt, dass man fast denken könnte, es sei von einem Aal programmiert worden. Keine Fehler, keine Hürden. Fast schon langweilig, wenn man ehrlich ist. Und dann der Kontakt zwischen den Entwicklern und den Spielern. Vorbildlich. Anstatt uns ständig mit Updates zu nerven, haben sie uns einfach komplett in Ruhe gelassen. Genau das, was wir uns immer gewünscht haben. Entwickler, die uns im Dunkeln tappeln lassen. Bravo, denn so haben es Gamer doch am liebsten. Dunkel und feucht. Bahnbrechende Features. Bugs? Was für Bugs? Nein, hier gibt es keine. Stattdessen massenhaft Features, die dein Spielerlebnis so perfekt optimieren, dass sogar dein reales Leben davon profitiert. Immer wieder ploppten freundliche Meldungen auf, die uns daran erinnerten, hey, vielleicht solltest du mal eine Pause machen. Wie fürsorglich. Einige Spieler wurden sogar mit dem sogenannten Secret Bonus Game belohnt, einem Wartesimulator im Hauptmenü. In Zeiten, in denen es für alles einen Simulator gibt, darf das natürlich nicht fehlen. Das Warten als Spielinhalt. Schon am ersten Tag berichteten einige Spieler stolz von 13 Stunden Spielzeit im Startbildschirm. Das Spiel wartete mit Anmeldefehlern, Proxyfehlern und Warteschlangenplatz 1154 von 253 auf. Ein absolut innovatives Feature, das Tausende weltweit unterhielt. Doch nicht jeder hatte das Glück, am Wartesimulator teilzunehmen. Einige bedauernswerte Spieler konnten direkt ins Spiel einsteigen und wurden um die kostbare Erfahrung des Wartens betrogen. Gold Edition Besitzer und das Inselaffen-Feature. Für die Besitzer der Gold Edition gab es etwas Besonderes. Nach einem Einführungsrennen aktivierte sich das exklusive Warte auf der Insel-Feature. Das bedeutete, dass man einfach kein weiteres Rennen starten konnte. Stattdessen durfte man für die nächsten 28 Tage den Titel Inselaffen tragen und sein Dasein auf der Tutorial-Insel fristen, bis man dann irgendwann auf die große Insel durfte. Ein unvergleichliches Privileg. Denn mal ehrlich, wer will schon spielen, wenn man so viel Zeit zum Warten hat? Lizenzentzug und Überraschungen für Sparfüchse. Das Wir entziehen die Spiellizenz-Feature, gesponsert von Ubisoft, brachte eine weitere Überraschung. Einige Spieler, die ihr Spiel über Key Reseller gekauft hatten, bekamen nach ihrem Abenteuer voller Warten und Fehlermeldungen die freudige Nachricht: Herzlichen Glückwunsch, deine Lizenz wurde entzogen. Endlich mal ein Feature, das wirklich niemand kommen sah. Always online und die perfekte Work-Life-Balance. Wer braucht schon ein Spiel, das man offline spielen kann? Wie rückständig. Dank Always Online werden Spieler weltweit ermutigt, hin und wieder anderen Aktivitäten nachzugehen, wenn die Server mal wieder abrauchen. 2 Stunden spielen, 22 Stunden Startbildschirm. PvP und völlig unterlegene KI-Gegner. Im Kern übertrifft Test Drive sowieso alle anderen. Mit einem reinen PvP-Modus, bei dem es nur darum geht, die Gegner zu crashen und zu betrügen. Hauptsache du gewinnst. Teams? Ach bitte, das ist was für Weicheier. Und falls mal keine menschlichen Gegner verfügbar sind, springt die KI ein. Diese KI ist so intelligent, dass sie
den Spielern auf beeindruckende Weise zeigt, wie minderwertig wir eigentlich als Mensch sind. Während der Durchschnittsspieler noch versucht, die Kontrolle zu behalten, driftet die KI mit 400 Kilometern pro Stunde durch Kurven und zerlegt die Weltrekorde der Fleischsäcke. Das ist Nostalgie pur. Wer erinnert sich nicht daran, wie er damals als Kind von der Need for Speed Underground KI so gnadenlos zerstört wurde, dass am Ende der Controller flog. Nur damit Mama und Papa ihr hart verdientes Geld für einen neuen Controller hergeben mussten, nur damit ihr verwöhntes Millennium-Ball endlich die Schnauze hält. Ein Paradies für Repetitive Gamer, die ohnehin nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Auch für die gab es reichlich Content. Eine riesige Karte mit Straßen und Points of Interest, die es aufzudecken galt. Doch die größte Freude kam nach dem Neustart auf. Alles war wieder weg. Perfekt für diejenigen, die gern Stunden mit sinnlosen Aufgaben verbringen. Ich habe keine Lust mehr auf das Spiel. Was ist das? Die Grafikpracht. Nostalgie in HD. Die Grafik? Ach ja, die ist definitiv auf dem neuesten Stand. Von 2010. Aber mal ehrlich, was erwartet man von einem Spiel, das auf moderne Konsolen läuft? Ultra-realistische Grafik ist so überbewertet. TDU Solar Crown geht hier einen mutigen Schritt zurück und schenkt uns einen Hauch von Nostalgie mit pixeligen Texturen und matschigen Oberflächen. Das ist doch das, was die Fans wirklich wollen. Spiele, die uns an die Zeiten erinnern, als wir noch Röhrenfernseher hatten. TDU und die Meme-Kultur. Ja, keine Sorge, für Unterhaltung ist gesorgt, dank der Meme-Kultur. Vor allem der deutsche Discord-Chat blühte regelrecht auf. Besonders beliebt die sinkenden Aktien von Nacon, die ganz beiläufig den Zustand der Produkte widerspiegeln. Diese erinnern mit ihren Steuerungselementen fast schon an hochmoderne Tiefsee-U-Boote-Steuerungen. So präzise, dass selbst James Cameron Fortnite platzen würde. Eine begrenzte Auswahl an Autos. Wir unterhalten uns jetzt über Autos. Autos? Ja, es gibt ein paar Autos. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass es in Test Drive nicht mal mehr als 100 verschiedene Autos gibt? Genial, oder? Das ist ein weiterer großer Punkt für die Work-Life-Balance. Wer hat schon Lust, wie in Forza aus über 900 Autos auszuwählen? Hier wird dir diese Last einfach abgenommen. Deine Entscheidungsfreiheit wird aufs absolute Minimum reduziert. Das spart Zeit und Nerven. So fürsorglich von den Entwicklern. Ein Feature, das Netflix-Nutzer sicher zu schätzen wüssten. Stell dir vor, Netflix würde auch nur 10 Filme zur Auswahl anbieten. Die stundenlange Qual der Abendprogrammsuche wäre endlich vorbei. Zukunftsweisender Content, maßgeschneidert bis zum Maximum. Denn wer will schon Vielfalt oder Überraschung? Stattdessen bekommen wir genau das, was wir brauchen. Und zwar nicht mehr als unbedingt nötig. Maximale Abstimmung auf den Nutzer, also minimaler Aufwand für die Entwickler. Eine Win-Win-Situation, oder? Immerhin haben sie sich bemüht, unsere Erwartungen so weit runterzuschrauben, dass wir schon dankbar sind, wenn das Spiel überhaupt startet. Willkommen im Casino! Ein weiteres, unschlagbares Feature ist das kommende, grandiose Monetarisierungsmodell. Wer hat schon Lust, alle Autos im Spiel durch echtes Fahren freizuschalten, wenn man stattdessen direkt an der virtuellen Kasse blechen kann? Das Casino-Feeling kommt hier erst richtig auf. Nicht nur das Spiel simuliert Autos, sondern auch deine Kreditkarte. Schließlich ist das Einzige, was schneller als ein Bugatti fährt, der Kontostand, der sich beim Kauf von Spielwährungen leert. Das wird auch den letzten Cappy-tragenden Rentner von Test Drive überzeugen. Fazit: Test Drive Unlimited Solar Crown weiß wirklich, was die Spieler wollen. Oder besser gesagt, was sie nicht brauchen. Eine leere Stadt, eine handverlesene Auswahl an Fahrzeugen, ein Meisterwerk, das in seiner Sparsamkeit an Möglichkeiten förmlich glänzt. Wirklich, wer will schon zu viel Auswahl und Abwechslung? Test Drive bleibt auf der Überholspur und lässt die Konkurrenz weit hinter sich. Mit seinen massiven 8-Spieler-Servern und der Möglichkeit, gigantische Kolonnen von 4 Fahrzeugen zu bilden, setzt es neue Maßstäbe im Multiplayer-Genre. Die Entwickler brillieren weiterhin mit innovativen Features und zeigen uns regelmäßig, wie gut sie darin sind, Statements auswendig zu lernen. Test Drive, ein Meisterwerk der modernen Spielindustrie. Seelenlos, unfertig und mit einem Hauch von Chaos. So lieben wir es. 1, 2, 3 into the flow, easy motherfucking